Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Gerade für Online-Händler, aber auch andere Unternehmen, ist eine solide Instagram-Reichweite nur eine Seite der Medaille. Wenn wir zwar die Leute erreichen, diese aber nicht unseren Shop erreichen oder das nur sehr beschwerlich, dann kommen auch keine Sales zustande. Deshalb wollen wir euch in diesem Video zeigen, wie auch ihr mit einem kleinen Trick die Swipe-Up-Funktion für eure Instagram-Stories nutzen könnt und somit die Zuschauer ganz einfach auf eure Shop-Seite gelangen. Weil wir die Frage immer wieder hören, wollen wir als allererstes mal vorab die Grundlagen klären. Wieso kann der eine die Swipe-Up-Funktion in seiner Story nutzen, der andere aber nicht? Es müssen leider folgende Kriterien erfüllt sein, damit ihr auf direktem Wege einen Link in eure Instagram-Story packen könnt, womit die Leute per Swipe-Up, also einfachem Hochwischen, zu diesem Link weitergeleitet werden. Euer Instagram-Konto muss verifiziert oder ein Business-Profil sein und 10.000 Follower aufweisen. Jetzt aber nicht wegschalten, nur weil ihr diese Kriterien nicht erfüllt. Es gibt nämlich eine Methode, wie ihr trotzdem einen Swipe-Up-Link in Instagram hinterlegen könnt. Dazu macht ihr Folgendes. Ihr erstellt ein 60-sekündiges Video, das entweder direkt in Instagram aufgenommen wird, indem ihr darauf aufmerksam macht, dass euer neues Produkt gelauncht wurde oder ein neues Video auf YouTube released wurde. Das Wichtigste dabei ist der Hinweis, dass sich der Link oben links befindet. Wenn ihr beispielsweise euer Gesicht nun nicht unbedingt in den Social Medias präsentieren wollt, könnt ihr genauso gut auch beispielsweise Canva nutzen. Hier haben wir einfach mal auf die Schnelle eine 60-sekündige Animation erstellt, mit der auf unser neuestes Video verwiesen wird. Ihr könnt dafür unzählige Vorlagen kostenlos nutzen, hier oben links die Animationsart wählen, die Länge des Videos bestimmen und anschließend selbst Schrift- und Symbolelemente einfügen, um ohne Vorkenntnisse euer Design zu erstellen. Anschließend laden wir dieses hier oben rechts herunter. Dann gehen wir in unsere IGTV-App. Diese könnt ihr euch ganz einfach im App Store herunterladen. Meldet euch mit eurem Account an und klickt auf das Kreuz oben rechts. Hier könnt ihr nun unten links aus euren Medien auswählen. Wir verwenden unser eben erstelltes Video und klicken mit dem Pfeil auf Weiter. Wir können ein Thumbnail aus den Videos generieren oder ein selbst erstelltes aus unseren Medien hinzufügen. Dann weisen wir im Titel darauf hin, dass sich der Link darunter befindet. Oftmals bietet sich dieses Emoji an und einen passenden Text ergänzen. In der Beschreibung hinterlassen wir unseren Link. Das kann das neue YouTube-Video sein, der Link zum Shop oder zur Artikel-Detailseite. Zum Schluss auf IGTV posten. Damit haben wir einen IGTV-Post erstellt, den ihr dann auch auf eurer Profilseite wiederfindet. So viel zur Vorarbeit. Wir können nun wie gehabt eine neue Story erstellen. Diese könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Entweder nur als Text oder als Video, als eingefügte Grafik, da sind euch keine Grenzen gesetzt. Wichtig dabei ist, auf jeden Fall einen Call to Action einzufügen. Das kann beispielsweise in Form eines GIFs erfolgen. Nun seht ihr das Link-Symbol oben in der Mitte, das wie ein Kettenglied aussieht. Darauf klicken wir nun und sehen, dass uns die Möglichkeit eingeräumt wird, ein IGTV-Post als Swipe-Up-Link einzufügen. Wir wählen unser eben hochgeladenes IGTV-Video und senden die Story ab. Ich demonstriere euch nun mal, wie die Story bei Zuschauern aussehen würde. Wie ihr seht, ist unten in der Mitte, so wie ihr es auch von 10.000er-Profilen kennt, ein Hinweis zum Abswipen. Wenn ihr das macht, werdet ihr auf direktem Wege zum IGTV-Video weitergeleitet. Wenn ihr nun dem Hinweis folgt, wird euch der Link angezeigt, der dann auch klickbar ist und euch letztendlich zum externen Video, Artikel oder Shop führt. Das war eine Methode, wie ihr externe Links in Instagram Stories unterbringen könnt und somit auch unter 10.000 Abos die Swipe-Up-Funktion nutzen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch weiterhelfen können. Falls ja, honoriert das doch mit einem Like und abonniert, um keinen Marketing-Content mehr zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team.